Hallo liebe Leonardo Community. In der letzten Folge habe ich euch über zwei wichtige Faktoren im Leonardo Design erzählt. Und das war zum einen die Romantik, mit der alles losgegangen ist, und die Geometrie des Bauhauses, die dann gerade auch Anfang der 80er Jahre dann so wichtig für die Marke wurde, wo auch dann die Wolke daraus konzipiert und entwickelt wurde. Und im Jahr 83, 84 kam dann noch ein ganz wichtiger weiterer Faktor hinzu, der letztendlich auch dazu geführt hat, dass Leonardo in die Herzen vieler Menschen gekommen ist. Und das ist der Faktor Farbe. Wie kam es dazu? Gerade Anfang der 80er Jahre wurde in der Architektur und in der Designszene eine Gruppe von jungen Architekten sehr populär. Das war die Gruppe Memphis. Und die hatten sich die schlichten, zeitlos modernen Formensprachen des Bauhauses dann auch bedient und hatten die Quadrate und Kreise und Dreiecke dann einfach respektlos genommen, zerteilt und einfach mal neu zusammengestellt mit Farben und Streifen und verschiedenen anderen Dekoren. Und das war etwas, was gerade auch für Designfans dann einfach eine ganz, ganz tolle und angesagte Richtung gewesen ist. Modemarken wie Esprit sind natürlich auch sehr stark dann auch damit aufgesprungen, und gerade im Bereich des Glases gab es eben in der Form so gar nichts. Und interessanterweise war es auch gerade erst möglich, Farbe auf Glas aufzubringen. Denn diese Produkte sind ja nicht aus Farbglas, sondern sie sind dekoriert. Das heißt, da ist dann hinterher auf das schlichte Glas Farbe aufgebracht worden. Und diese Möglichkeiten hatte mein Vater damals gesehen und hatte dann sehr schnell eine Kollektion aufgebaut und die Idee verfolgt, Mode aus Glas zu machen. Das heißt, Glaskollektionen wie Mode zu sehen und immer dann auch auf den aktuellen Trend dann zu reagieren mit verschiedenen Prints, mit verschiedenen Motiven und Dekoren, und hat dazu geführt, dass natürlich gerade Ende der 80er Jahre auch die Welt von Leonardo richtig bunt geworden ist. Und wenn man die Menschen fragt, was ist für euch Leonardo, dann werden wahrscheinlich auch die meisten sofort sagen, der Becher mit dem Untersetzer und dem Rührer. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber das ist das, was wir im Grunde immer wieder auch dort zu hören bekommen, dass viele Menschen halt diese bunten Produkte bei Leonardo so lieben und Leonardo zu der Zeit dann eben auch zu wirklich angesagten Geschenkideen dann auch arrangierte und gerade bei jungen Leuten mit 14 und 16 Jahren sehr oft dann auch in den Vitrinen gestanden sind. Das war also die Zeit des ersten Frühlings der Marke Leonardo, und darauf aufgebaut hat man natürlich dann auf diese Pop-Art-Kultur in verschiedenster Art und Weise. Dann gab es eben neben den Bechern ganze Welten mit schönen Glas-Modellautos zum Beispiel oder auch fantasievollen Spielen. Aber darüber erzähle ich euch lieber nochmal in der nächsten Folge. Da freue ich mich schon drauf und wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.